Untersuchungen aus den ersten Zeiten der halbautomatischen Maschinen haben gezeigt, dass sich die spezialisierten Arbeiterinnen beim Arbeiten sexuellen Fantasien hingaben. Sie dachten an das Bett, das Zimmer und die Freiheit, die Nacht, alles, was nur die Person im Alleinsein des auf sich beschränkten Paares betrifft. Aber es war die Maschine in ihnen, die diese Zärtlichkeiten träumte. Mütze? Dann hast du abgebrochen, oder was? Nee, dann habe ich einfach beides studiert. Wie beides? Na, mein Vater wäre durchgedreht. Deswegen habe ich dann ein Semester Medienmanagement und Geschichte gemacht. Dann war ich im Medienmanagement besser und dann war es okay, dass ich aufhöre. Und du? Boah, wie lange wir uns nicht gesehen haben. Ich gründe gerade eine Band. So eine Metal-Band. Pagan Metal, die Richtung. Ich kann die managen. Das wäre doch voll cool, oder? Ich glaube, ich kann mir das auch für irgendwas anrechnen lassen und dann sehen wir uns auch mal wieder. Aber die Band gibt's noch nicht, ne? Hey, wir sind in Berlin. Bandmembers finde ich in 2 Tagen. Und wir haben noch einen Plotter im Keller, dann können wir direkt ein Bandmerch machen. Oh, Bandmerch. Aber es ist schon ein bisschen früh, oder? Hä, Quatsch. Das muss doch schnell gehen. Du konzentrierst dich einfach auf die Musik. Als wir noch zusammen studiert haben, hast du aber noch nicht gespielt, oder? Nee, ich habe gerade erst angefangen. Ich wollte mir auch eigentlich nur einen Tergin-Topf kaufen, aber dann hatte ich die Gitarre schon mal. Hörst du überhaupt Metal? Oder willst du es hier nur für die Uni machen? Also wenn du Metal nicht so liebst wie ich, dann können wir es auch bleiben lassen. Du musst schon hinter der Musik stehen, wenn du die Band managen willst. Ja, voll. Wir sollten uns auch eigentlich direkt mal zusammen eine Routine überlegen und einen Zeitplan machen, damit das läuft und wir zusammen eine Publicity generieren. Und direkt in den Kapitalismus einsteigen. Sorry, der musste sein. Was hat das damit zu tun? Es darf keine Durststrecken geben. Wir müssen damit direkt jetzt anfangen. Ein bisschen Merch machen, Proben, Auftritte, Bandmembers holen und vor allem eine Publicity aufbauen. Was soll ich sagen? Du studierst Medienmanagement. Du wirst es schon besser wissen. Na, wenigstens studiere ich noch. Touché, touché. Kann ich nichts gegen sagen. Was machst du jetzt eigentlich? Geschichte ist ja schon so 4 Jahre her? Länger. Also die Band. Also als ich Geschichte abgebrochen habe, habe ich erstmal ein Praktikum als Tierpfleger gemacht. Wieso überrascht mich das nicht? Geht halt auch nicht, ne? Also war erstmal eine coole Idee, fand ich, aber wenn du den ganzen Tag den Tieren dabei zuschaust, wie sie im Kreis rennen, dann sagt das Gewissen irgendwann nein. Hab gar nicht mehr, dass wir hierher gekommen sind. Macht der Gewohnheit. Wie oft wir hier früher nach dem Seminar waren. Siehst du manchmal noch Leute aus der alten Clique?
Helena sehe ich manchmal noch. Oh. Und du hast keinen Kontakt mehr? Nee. Das ging nicht. Wie ist denn bei dir? Hast du noch Kontakt? Kontakt zu wem? Zu wem wohl? Als ob ich noch Kontakt habe. Wozu? Um mir 200 Mal erklären zu lassen, was meine Liebessprache ist oder wie ich meine Liebe am besten zeige? Naja. Alle wollen geliebt werden, keiner will mehr lieben. Echt jetzt? Das ist doch genau, was ich meine. Das ist doch genau dieser altkluge Männerscheiß, den sich arrogante Typen denken und sich sicher sind, dass ihr die Einzigen seid, die noch lieben können. Danke. Das ist von Erik Fromm, glaube ich. Erich Fromm. Ja, hier die Macht der Liebe. Die Kunst des Liebens. Furchtbar. Wieso furchtbar? Das ist voll das schöne Buch. Das ist, glaube ich, das Einzige, was ich in meinem Leben je ganz gelesen habe. Vielleicht, weil es dir zufällig mit allem recht gibt, was du denkst. Weil es ein komplett männliches Konzept von Liebe ist. Wo du jeden Mini-Gefallen zählst. Um genau gleich viel zu geben. Wo du deine Beziehung komplett politisch und rational führst. Wie Außenpolitik. Das ist keine Liebe, das ist Diplomatie. Aber bei Fromm geht es doch darum, dass Liebe eine Tätigkeit ist, eine Kunst, die man lernen muss. Und nicht so ein impulsives Gefühl, was nach einem halben Jahr wieder verflogen ist. Dass da eben auch so ein Commitment für die andere Person dazugehört. Genau. Eine nüchterne und ganz rationale Entscheidung. Du musst mit Vernunft die richtige Person lieben. Das klingt doch schon so nach Aufklärung. Was ist jetzt an Aufklärung so falsch? Was ist daran jetzt falsch? Die Versklavung der Menschen unter ihre eigene Rationalität vielleicht? Die zur Zeit der Aufklärung auch nur universell, also männlich gedacht wurde. Ja, das verstehe ich nicht. Also bei Fromm geht es doch darum, dass nur dieses Verliebtsein nach einem halben Jahr wieder aufhört. Dass wir versuchen, das Geheimnis des anderen in der Sexualität zu entdecken. Und wenn der sexuelle Zauber verflogen ist, dann stellen wir fest, dass wir zu zweit genauso einsam sind wie alleine. Dann enden wir in so einer egoistischen Monogamie und sind zusammen einsam. Da sind wir doch auch nur Automaten, die ihre einprogrammierten Bedürfnisse abspulen. Und das sieht dann von außen total lebendig aus. Wenn wir die Bedürfnisse eben nicht gegeneinander ausgespielt bekommen, dann streitet man sich, dann verträgt man sich wieder, befriedigt sich kurz, fängt wieder an, sich anzugiften, aber alles immer nur gegeneinander. Und dann soll man lieber alles gewollt und rational und vernünftig miteinander teilen und aufteilen und sich organisieren. Und dann kommst du von deiner funktionierenden Partnerschaft zur funktionierenden Arbeit und dann sitzt ihr gemeinsam vorm Kamin oder Fernseher oder Beamer und alles läuft nach Plan. Vielleicht ist Liebe das nicht. Vielleicht ist Liebe keine funktionierende Partnerschaft, weil sie Hass integriert und Dummheiten macht und unlogisch ist. Wie wenn Leute erzählen, Romeo und Julia ist die Geschichte von zwei kranken Teenagern. Nein, das sind die einzigen, die wirklich alles richtig gemacht haben. Lieber 2 Tage vor Liebe verbrennen, als 40 Jahre Steuern zahlen und Netflix chillen. Aber ist das nicht genau das, was Fromm die abgöttische Liebe nennt? Wenn man den anderen so anhimmelt, dass die Erwartungen schwer enttäuscht werden.
und dann sucht man sich jemand Neuen zum Anhimmeln. So ein Mensch liebt doch niemanden wirklich, erst recht nicht sich selbst. Wahre Liebe ist doch in der anderen Person die ganze Menschheit zu lieben. Das ist voll der Allheitsrotz. Wahre Liebe ist, dass du diesen einen Menschen am liebsten einsperren willst. Du willst ihn ganz für dich haben. Auffressen am liebsten. Das ist Liebe, nicht dieser esoterische Allheitsscheiß. Du liebst alles und jeden und auch nur, wenn du dich selbst liebst. Dann sind wir Heilige. Buddhas. Meditierende. Dann machst du Yoga im Park. Ich will lieben. Ich will dir die Nase brechen und sie danach wieder verarzten und selbst gar nicht begreifen, warum ich das tue. Echte Liebe ist immer mehr. Echte Liebe ist konstruktiv und auf lange Sicht destruktiv und sinnlos. Dieses religiöse, wir wollen alle Frieden und sind alle eins. Hat uns bis jetzt nicht sonderlich viel Frieden gebracht und ziemlich viele Menschen unterdrückt. Alle lieben und mit allen eins sein ist irgendwie total stumpfsinnig. Das will uns nur in diesen durch Meditation sedierten Zustand von Tieren versetzen. Das Paradies. Adam und Eva, das waren keine Menschen, das waren Affen. Das waren einfach Tiere. Willst du ein Affe sein? Aber auch nur Gier. Das ist doch auch nur so eine Suchtbefriedigung. Nein, nein, überhaupt nicht. Ja, das ist wie so ein Heißhunger. Wie wenn du so richtig Kohldampf hast und dir so ein billiges Schweinswürstchen reinpfeifst. Von irgend so einem völlig misshandelten Tier, was auch völlig ungesund ist. Und dann bist du zwar satt, aber dir geht's trotzdem scheiße. Das ist so ein pures Konsumverhalten. Du willst den anderen wegkonsumieren. Oder kannst du mir sagen, warum du überhaupt so für jemanden brennen kannst, der nicht deine höheren Konsumwünsche befriedigt? Ja. Ja, ganz einfach. Stell dir mal eine einsame Insel vor. Was müsste jetzt er oder sie mitbringen, damit ihr es da zusammen aushaltet? So eine richtige Klischeeinsel. Mit Sand und Palmen. Da seid nur ihr. Kein in die Ferne starren mehr. Keine Leere. Stimmt. Hier kann man voll gut sitzen. Wir haben zusammen den Wallenstein, oder? Ich kann nicht ganz folgen. Was? Sorry, wir kennen uns doch. Wir haben doch zusammen diskutiert. Bist du nicht im Wallenstein-Seminar? Wallensteins frühe Taktiken und Aufstieg. Wir sind doch beide in diesem Seminar. Studiere schon seit einer Weile nicht mehr. Würde mich wundern, wenn wir uns daher kennen. Ich bin mir auch gerade nicht sicher, aber irgendwoher kennen wir uns doch. Ist das nicht aus dem Seminar? Im Institutscafé. Ja, doch. Wir haben über irgendwas Politisches gesprochen. Über Sozialismus, Südamerika. Mütze, wir müssen echt mal langsam los, wegen dem Plotter. Im Plotter? Und du bist? Sie sind Dozent? Nee, Gasthörer. Also vom Studium. Moritz. Mütze. Nee, das hätte ich mir gemerkt. Was machst du sonst, Moritz? Ich bin, ich arbeite. Muss ich mich da jetzt outen? Ich finde die Frage schon ein bisschen invasiv. Sorry. Ich mache was Soziales, okay? Du studierst nicht mehr, das heißt, du wohnst hier? Nee, in Neukölln. Ah.
Und wo da genau? Mütze, wir müssen echt mal langsam los. Mein Vater muss das nicht unbedingt mitkriegen mit dem Plotter und der Band. Oh, ihr habt eine Band? Also, Nee, ich mach das für noch mein haben Studium. wir keine Band, wir eigentlich. suchen noch nach Bandmembers. Aber immerhin haben wir schon eine Gitarre und einen Plotter. Und deswegen müssen wir jetzt direkt los. Das heißt, du studierst nicht und bist jetzt Musiker oder was machst du? Ich bin Geografielehrer am Droste von Hülsdorf Gym und gerade beurlaubt wegen dem Schottenrock. Das zählt als Gendern und ist verboten. Ja, ich bin Consultant bei der Commerzbank und betreue Rüstungsaktien. Spaß, aber ist die Frage nicht ein bisschen invasiv? Ich mache nichts so richtig. Ja, wir müssen dann auch mal. Komischer Typ. Wie kann er sich das leisten? Studium abbrechen und eine Band gründen? Ich mache nicht so richtig. Pff, der wird doch von Mama finanziert. Woher kenne ich den? Mütze. Mütze. Aber eine Band wäre echt geil. Eigentlich müsste man auch alles hinschmeißen und einfach nur Musik machen. Bringt ja eh alles nichts. Guck mal hier. Das ist mein altes Handy aus der 6. Klasse. Kann ich das haben? Okay. Der Plotter ist so computergroß. Ja. Also ich sehe hier nichts. Oh, warte. Boah, stimmt. Wir hatten ja auch ein altes Schlagzeug. Perfekt. Da fehlen uns jetzt nur noch die Bandmembers. Such mal da hinten weiter. Vielleicht findest du da noch welche. Was ist denn hier los? Rosa, was machst du hier? Oh Gott, kannst du das bitte wieder aufräumen? Hast du keine Uni? Hast du keine Arbeit? Papa wollte, dass wir heute Mamas Sachen aussortieren und ich habe mir extra freigenommen. Scheiße. Ja, scheiße. Hi, ich bin der Mütze. Sag mal, wer hat dir eigentlich ins Gehirn geschissen? Was macht ihr mit meinem Schlagzeug? Hey, das brauchst du doch gar nicht mehr. Ah, und du brauchst das wofür? Na, wir gründen gerade quasi eine... Eigentlich brauchen wir das gar nicht wirklich. Wir haben das gerade gefunden und du brauchst es doch auch nicht mehr, oder? Oh Mann, Rosa,
Was machst du da? Das ist doch wieder der absolute Quark, in den du da reinrennst. Wer bitte ist das da? Was macht ihr hier? Warum verwüstet ihr hier den Keller? Warum kannst du nicht einfach mal funktionieren und das machen, was du gesagt hast? Und nicht immer diese Extra-Scheiße. Hey, mach ich doch gar nicht. Oh, Schwesterchen, ich hab keinen Bock auf dein Gerede. Was bitte für ein Unikurs? Hä? Du verwüstest hier den Keller mit irgend so einem Spinner. Meti, er kann dich hören. Oh Mann. Was bitte hat mein Schlagzeug mit deinem Studium zu tun? Und dann bist du hier schon wieder mit irgend so einem Vogel Meti, zugange, er ey. kann dich hören. Mütze, hörst du uns? Wie bitte? Siehst du? Ey, das ist doch wieder der absolute Quark, in den du da reinrennst. Das endet doch genauso desaströs wie dein Das Geschichtsstudium. ist so unfair. Es kann doch nicht bei jedem so schnell gehen wie bei dir. Ich versuche es doch, Mann. Was willst du eigentlich von mir? Ich studiere doch nicht Philosophie und will die Welt verbessern. Ich muss fürs Studium ein Projekt begleiten und Mütze, den kenne ich von früher. Der ist total die gute Seele, der gerade eine Metalband gegründet hat. Gründen will. Und dafür muss ich jetzt ein Projekt bis zur Veröffentlichung betreuen. Das muss gar keinen Erfolg haben. Der muss nicht berühmt werden. Der kann in Pritz vor 7 Leuten beim Kirschblütenfest spielen. Und ich dokumentiere das, bekomme meine neuen Leistungspunkte und gut ist. Was du immer gleich denkst. Ja, was ich nicht immer gleich denke, Mann. Ich hab halt keinen Bock, dass du mir und Papa schon wieder 5 Jahre auf der Tasche liegst. Ich mach mir halt Sorgen, Rosa. Ich will, dass bei dir einfach mal was funktioniert. Deine Beschränktheit macht mich fertig, wirklich. Funktionalität ist deine Religion, oder? Da würde ich am liebsten direkt in irgendeinen Drogenkeller gehen und mich totspritzen, anstatt mir weiter dein Geseier anzuhören. Dir ist doch scheißegal, wie es mir geht, oder? Du lebst einfach nur deinen Ordnungszwang an mir aus, weil du so getrieben bist von deinen Statusängsten, dass sogar ich die bedrohe. Dann stellst du am Ende fest, dass du ein echt gutes Büroinventar warst. Und genauso austauschbar wie dein verfickter Mac oder dein Bürostuhl. Meti, für mich bist du genauso wertvoll wie dein Bürostuhl. Gut, das gebe ich dann mal so an Papa weiter, ne? Ja, ich habe das Schlagzeug jetzt zusammen, glaube ich. Vielleicht passt es euch ja, wenn ich hier klar Schiff mache und dann kann Rosa gleich mit dir schon mal mitgehen. Und dann reicht es ja vielleicht, wenn wir uns das erstmal testweise ausleihen. Das Schlagzeug meine ich. Altes Schlagzeug. Ist das ein Kinderschlagzeug? Eigentlich haben wir nie wirklich Schluss gemacht, Helena und ich. Also, ausgesprochen, dass die Beziehung vorbei ist. Es war einfach klar. Wir haben bei ihr im WG-Zimmer rumgehangen. Jeder für sich, aber irgendwie auch zusammen. Sie hat angefangen, von einer Zeit nach dem Studium zu träumen. Sie hat auch Geschichte studiert, aber auf Lehramt. Ich nicht. Da hat sie angefangen, mir Fragen zu stellen. Immer mehr Fragen. Über die Zukunft. Unsere Zukunft. Eine schöne Zukunft. Ich konnte nicht. Ich konnte nichts sagen. Das hätte ich auch sagen sollen. Aber mein Schweigen hat schon alles gesagt. Sie wusste ja, was ich wusste und hat es in meinem Schweigen gehört.
Sie wurde wütend. Ich wurde traurig. Wie hätte ich mir denn mit ihr ein Leben vorstellen sollen? Wie hätte ich mir denn irgendein Leben vorstellen sollen? Irgendeine Zukunft? Sie wollte, dass ich mit ihr lüge. Dass ich ignoriere, was auf uns zukommt. So wie alle ignorieren, was auf uns zukommt. Da habe ich gemerkt, dass ich das nicht mehr konnte. Und auch mit keinem anderen Menschen mehr können würde. Und dass ich jetzt schon allein bin und bis zum Ende immer allein sein werde. Dann bin ich gegangen. Leb wohl, Helena.